Okay, ich fange an. Das war das, oder Blanca? Du sagst Jawohl, das war das. ja. Starte, beginne, fang an. Ja. Also herzlich willkommen heute bei diesem Zoom, wo wir über Körper sprechen wollen. Und der Anlass war ganz einfach und das hat sich aus euren Fragen, die ihr unter dem Post kommentiert habt, auch ergeben, dass irre viele Leute gerade zu kämpfen haben mit Grippegeschichten und allem möglichen anderen Zeug. Es scheint im Moment wirklich rund zu gehen mit den Körpern. Und Greg und ich haben uns einfach mal gedacht, wir reden ein bisschen drüber und vielleicht hilft es was. Wenn es nichts hilft, so Schatz zumindest nichts. Aber eine hat mir heute schon geschrieben, allein dadurch, dass ich das gepostet habe, dieses kleine Video, sind ihre ganzen Grippesymptome weggegangen. So I just said we thought we could talk about bodies once again, because so many people are suffering now and fighting against flu symptoms and other stuff. And maybe it can be helpful to talk about bodies today. And one person already wrote to me. She said, along the little video, watching the little video that I did as an invitation, changed everything. All her flu symptoms have gone after listening to that. So how does it get any better? So wie wird's noch besser? Und ihr wisst ja, der Greg und ich, wir geben Alchemiekurse. Und die Alchemie hat eine unterschiedliche Sichtweise auf Körper. Und wir wollen einfach jetzt mal damit beginnen, diese unterschiedliche Sichtweise ein bisschen zu erklären. So, and Greg, we are giving classes called Alchemy classes, and the Alchemy has a different point of view and a different, you know, how would you say that? A different side on bodies. I don't know. And I would like you to explain now what the difference is that we have in the Alchemy. Also ich hätte jetzt einfach mal ganz gerne, dass du den Unterschied zu den anderen Sichtweisen erklärst, die die Alchemie hat. Well, I guess really the closest is to just we acknowledge that the body is just responding to your thoughts. Also ich glaube, das Wichtigste, was man dazu sagen kann, ist, dass der Körper einfach nur auf eure Gedanken reagiert. Whether they're your conscious thoughts of now or your conscious thoughts of 20 years ago. Ob das jetzt deine bewussten Gedanken in diesem Augenblick sind oder deine bewussten Gedanken von vor 20 Jahren. Or they're a thought that is totally unrealized, but it's there and present. Oder ob es Gedanken sind, die ihr nicht im geringsten realisiert, aber die total präsent sind für eure Körper. You know, beliefs that you have about yourself. Glaubenssätze, die ihr über euch selbst habt. And your body just reflects those. Und euer Körper reflektiert die ganz einfach. I had a friend in New Zealand who was walking along the beach one day, and she had just separated from her husband and was, you know, feeling really joyful with friends. And there was a very rocky beach, and she was jumping from rock to rock. Also ich hatte eine Freundin in Neuseeland, die ist mal am Strand entlang gelaufen, hatte sich gerade von ihrem Mann scheiden lassen und war echt happy und ist so auf diesem steinigen Strand so von Stein zu Stein gesprungen. And she had this moment of thought where she thought, oh, it might be just easier to go back to my husband and put up with the shit. Und dann hatte sie plötzlich diesen komischen Gedanken. Wahrscheinlich wäre es doch besser, einfach zurück zu meinem Mann zu gehen und mich mit dem ganzen Zeug auseinanderzusetzen. And she instantly slipped on a big boulder and fell over and bruised all down her left side. Und dann ist sie gestolpert im gleichen Moment und ist hingefallen und hat sich diese ganze linke Seite, ihre ganze linke Körperseite aufgeschürft. Including her butt. Inklusive ihren Hintern. And I asked her, so what was your body kicking your ass about? Und ich habe sie dann gefragt, wofür hat dein Körper dir den Hintern getreten? It's just nothing. Sie hat gesagt, gar nichts war da. And I said, so what were you thinking at the moment you fell? Und dann habe ich sie gefragt, was hast du in dem Moment gedacht, als du gefallen bist? Oh, and that's when I found out the story.
Aha, und da ist ihr eingefallen, was sie da gerade gedacht hatte. Her body didn't want to go back to that, Ihr Körper wollte nicht zurück in diese Ehe gehen. and it was just her mind trying to make her wrong. Und es war einfach ihr Verstand, der versucht hat, sie verkehrt zu machen. So, So this is like an example for the thoughts that are reflected by the body. So das ist ein Beispiel für die Gedanken, die vom Körper reflektiert werden. So when we talk about the alchemy and talking to bodies and inviting bodies, so what state of mind are we in, or what space are we in when we approach a body? So wenn wir jetzt von der Alchemie sprechen und der inneren Haltung in der Alchemie, in welchem Raum sind wir sozusagen, von dem aus wir uns dem Körper nähern, wenn halt irgendwas ist? so most times when we go to somebody who is a healer to work on our bodies, they have a point of view about what's wrong with us, and that's what they're going to fix. So meistens, wenn wir zu irgendeinem Heiler oder Arzt gehen, hat derjenige eine Ansicht darüber, was verkehrt an dem Körper ist und wie er das reparieren soll. They have all their pet points of view, their special ideas, and that's what's going to make you better. So, die haben alle ihre bestimmten Ansichten darüber, ihre speziellen Ideen, Vorstellungen, was es braucht, damit es euch und eurem Körper wieder besser geht. With the alchemy classes, you learn to let all that shit go. Und in den Alchemiekursen lernt ihr, all das Zeug loszulassen, all diese Ansichten. It doesn't mean that you forget all you know. You just drop all your points of view. Es bedeutet nicht, dass ihr alles vergesst, was ihr wisst, sondern einfach nur, dass ihr all eure Ansichten fallen lasst. All your judgments All eure Bewertungen and all your conclusions. und all eure Schlussfolgerungen. So with the alchemy, what it is you come in with that space of total allowance, absolute gratitude. So mit der Alchemie kommt ihr aus diesem Raum von absoluter Erlaubnis und absoluter Dankbarkeit. Oh, I have to open the door. Okay. The Hund knows. Nico's home. Okay, cool. So, yeah. Also ihr kommt aus diesem Raum von absoluter Erlaubnis und absoluter Dankbarkeit. So what does gratitude mean in that sense? You know, when you, I mean, imagine a person who's really pissed because she has the flu for 4 weeks or has pain in the body all the time. How is it possible to be grateful for that? So, also, was heißt in dem Zusammenhang der Raum der Dankbarkeit? Stellt euch jemanden vor, der seit 4 Wochen Grippesymptome hat oder seit Ewigkeiten chronische Schmerzen. Wie schafft man es, da dankbar zu sein? Well, what is the flu? Ja, was ist die Grippe zum Beispiel? What is it? Was ist es? Was ist Grippe? Helena, do you know? Who? Point of view. A conclusion. The conclusion, yeah. Schlussfolgerung, ja. What else is it? Was ist es sonst noch? Martina says the language of the body. Yeah. And what's it telling you? Ja, und was sagt der Körper euch mit diesen Symptomen? Do you think maybe the body's just getting rid of crap? Glaubt ihr, dass der Körper vielleicht einfach Mist loslässt? And in this reality, we go to battle against the body. We make it stop running its nose. We make it stop coughing the crap out. So in And we try and hold it in. So in dieser Realität fangen wir den Kampf gegen den Körper an. Wir versuchen, die Nase dazu aufzufordern, nicht mehr zu laufen. Wir versuchen, den Husten zu verhindern, der den ganzen Mist hochhustet. Und das ist es, was wir tun. Wir
schließen das alles wieder ein, statt es loszulassen. We buy sprays to dry the nose up so that it's not running. Ja, wir kaufen Sprays, damit die Nase nicht mehr läuft. What if you were to say, body, wow, thank you. Can we do this with more ease? So was, wenn ihr einfach sagen würdet, oh wow, Körper, danke, dass du das alles loswirst, können wir einfach mehr Leichtigkeit damit haben. Body, what is it you want me to know? What can I let go of so that this doesn't have to happen? So Körper, was ist es, was du gerne möchtest, dass ich weiß? Was möchtest du, dass ich loslasse, damit das nicht mehr geschehen muss? I literally can't remember the last time I had the flu. Ich kann mich buchstäblich nicht mehr daran erinnern, wann ich zum letzten Mal die Grippe hatte. And according to medical, I'm one of these people that's high risk for getting the flu every year and possibly dying from it. Ja, und ich gehöre zu der Gruppe von Leuten, die laut den Ärzten hohes Risiko haben, jedes Jahr die Grippe zu bekommen und irgendwann daran zu sterben. What a load of scheiße. Was für ein Mist. Truly, we buy into this stuff. Also wir kaufen all das Zeug ab. And then our body goes, oh, okay, I have to go like this. Und dann sagt unser Körper, okay, dann muss ich jetzt das tun, was von mir erwartet wird. So it's on the one hand, it's like not getting the information from the body. It's having a conclusion about what's happening. Yeah. So auf der einen Seite ist es, wir nehmen die Information des Körpers nicht wahr, die er uns geben möchte. And on the other hand, it's like we're not willing to not buy into this reality's point. Yeah. Und auf der anderen Seite ist es, wir sind nicht gewillt, uns eben nicht in die Ansichten dieser Realität einzukaufen. It seems so much easier to buy all these points of views instead of not having a point of view. Yeah. Es scheint so viel einfacher, all diese Ansichten zu haben und abzukaufen, als einfach keine Ansicht zu haben. How many times have you been on a train or in a bus and somebody in this bus has coughed and you've gone, oh no, we're all going to get the flu now. Ja, so wie oft wart ihr schon irgendwo in einem Bus gesessen oder so und irgendjemand hat wie blöd gehustet und ihr habt gesagt, oh nein, ich werde mich anstecken, jetzt werde ich mich wohl erkälten. Darf ich dazu eine Frage stellen? Ja, Michi? Und zwar war es bei uns jetzt so, dass wirklich, wir leben alle in einem großen Mehrfamilienhaus, es waren alle krank und wir waren noch gesund, mein Freund und ich, und waren dann bei meinen Schwiegereltern und die haben gehustet und hatten Fieber und ich dachte mir, nee, also diesmal kriege ich es nicht. Und einen Tag später hatte ich Fieber und lag flach und der einzige von der ganzen Familie, der immer noch gesund ist, ist mein Freund. Ich finde das... So my friend and my boyfriend and I were living in a big apartment building and literally everyone got the flu, only we didn't. And then we went to my parents-in-law and they both had it too. They were coughing. And I said to myself, no. This time I won't get it. And next day I had it. The only person that's still healthy is my boyfriend. Und was ist die Frage? And the question is? Ich weiß, dass mein Körper das aus anderen versucht rauszuziehen. Und ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. So I know that my body tries to take it out of other people. Mm-hmm. And I don't know how to change that. Okay, Mickey, when you said to your body, no, we're not having it, catching it this time. So Michi, als du zu deinem Körper gesagt hast, nein, diesmal kriegen wir das nicht. What have you energetically told your body? Was hast du deinem Körper dann energetisch gesagt? Sorry, honey, but oh, yeah. So please, Greg, explain that. By saying we're not getting it this time, she energetically told her body, oh my God, we're going to catch it. Yeah. Even though I don't want it, we're going to catch it. Ja, so und energetisch, was habt ihr eurem Körper gesagt, wenn ihr das sagt? Ja? Oh nein, das kriege ich ganz sicher nicht, sagt ihr eurem Körper, oh Gott, das ist die Chance ziemlich groß, dass wir es kriegen. Okay. Und wie gehe ich dann zukünftig damit um? And how do I handle that in the future? Just go, oh, interesting you caught that.
to everybody else. Interesting choice. Ja, sag dir einfach selber, interessante Wahl, die all die anderen da treffen. People ask me, when I had my clinic in New Zealand, everybody that came in was sick. Ja, so als ich meine Praxis in Neuseeland hatte, alle, die reingekommen sind, waren krank. And they said, why don't you get sick, Greg? Und die haben alle immer gefragt, warum wirst du denn nicht krank? And I said, just say, I don't have time. Und ich habe immer nur gesagt, dafür habe ich keine Zeit. And also when she says, and next day I had it, this is also the conclusion, now I've got it. Ja? Yeah. Und auch wenn du gesagt hast, am nächsten Tag, nun habe ich's, das ist auch die Schlussfolgerung, nun habe ich es tatsächlich. Ja? Und wie sehr hast du dich dafür verkehrt gemacht, dass du die Symptome hattest? And how much did you make yourself wrong for having the symptoms? And locking them into your body. Und dann hast du sie in deinen Körper eingeschlossen. Ja, das stimmt. Ich war ziemlich sauer und angepisst, zumal ich sie einen Monat davor erst hatte. Ne? Yeah, and I was really pissed because 1 month before I already had it. Somebody is saying, as soon as I tell my body, super, thank you so much that you're healthy and that you stay healthy. Whenever I say that, I get sick. Yeah. And I have that, what I was grateful for, to not have it. Mm-hmm. Ja, also ich lese gerade vor, nochmal für den Zoom, dann für die Aufzeichnung. Sobald ich meinem Körper sage, super, danke, dass du gesund bist und bleibst, bin ich kurz darauf krank und habe das, wofür ich mich bedankt habe, es nicht zu haben. Same story. Ja, genau das Gleiche. The energy behind that. Ja, es ist die Energie dahinter. Bist du wirklich dankbar oder nimmst du das Werkzeug sozusagen, um es auf gar keinen Fall zu kriegen? So is there really gratitude or are you just using a tool to make sure that you don't get that? Yeah. We have all these sayings, bad news comes in threes. Ja, Or wir haben all diese Sprichwörter. Zum Beispiel, alle Unglücksfälle kommen 3 hintereinander. The tall flower gets picked. Die größte Blume wird gepflückt. So we stop ourselves just by having those thoughts running in our minds. Und We dann, stop ourselves and create the opposite so that it doesn't happen to us. ja, so wir stoppen uns selber, wenn wir all diese Dinge im Kopf haben und quasi das Gegenteil davon tun, um es zu vermeiden, nur damit wir es nicht kriegen. Because the energy of, oh no, I don't want that, is the same energy wie, oh, I will get it. Ja, weil die Energie von, ich will es auf gar keinen Fall haben, ist die gleiche wie, oh, das kriege ich bestimmt. And both of that is not no point of view. Und beides ist eben nicht keine Ansicht. There's some days I wake up and it feels like I've had an elephant sitting on my head all night. So manchmal wache ich morgens auf und ich fühle mich, als hätte ein Elefant die ganze Nacht auf meinem Kopf Platz genommen. And it's like, interesting. Thanks, body. Keep dealing with it. And I just carry on. Dann sage ich, oh, interessant. Danke, Körper. Mach weiter, bis du mit dem allem klarkommst und ich mache auch weiter mit meinem Tag. And usually by the time I've had my piece of toast for breakfast, it's gone. Und normalerweise, wenn ich mein Stück Toast zum Frühstück hatte, ist es alles wieder weg. Because I know it's not mine. Weil ich weiß, es ist nicht meins. This is what really the alchemy is about. It's about having no point of view, not coming to a conclusion that something is wrong or right. Ja, da geht es wirklich darum bei der Alchemie, keine Ansicht zu haben, keine Schlussfolgerung zu haben, nicht die Ansicht zu haben, dass irgendwas richtig oder falsch ist. And you told me that example with the elbow before. I found that very interesting. Could you tell that again? Ja. Ich habe mir kurz vorher ein Beispiel erzählt mit einem Ellbogen. Das fand ich sehr interessant, weil einige Leute haben auch über Schmerzen in Beinen oder Armen geschrieben. And here, Yeah. it was very painful for this lady to open her arms up so that they were straight. Ja, also das war eine Frau in Neuseeland eben auch, die hatte diese Schmerzen hier
in der Ellbogenbeuge arge Schmerzen. Und für sie war es wirklich schwierig, ihre Arme zu öffnen und auszubreiten. You know, and I normally would be straight in there to massage those muscles around the elbow. Und normalerweise wäre ich einfach halt sofort angefangen, die Muskulatur um den Ellbogen herum zu massieren. But I've always been willing to, when I'm working with somebody else's body, to go, so what is that? Aber ich bin immer gewillt, erst einmal zu sagen, wenn ich an einem Körper arbeite, was ist das? And I saw this picture when I was holding her, where she's lying face down and she's got her arms folded like this underneath her. Und dann habe ich das Bild von ihr bekommen. Ich kann das mit meinem Gipsarm nicht so machen. Die hat ihre Hände so, ich habe das Bild von ihr gesehen, wie sie ihre Hände ganz fest unterm Kinn sozusagen zusammengefaltet hat. And I said to her, do you sleep like this? Und dann habe ich zu ihr gesagt, schläfst du so? She goes, yeah, it's comfortable. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist so gemütlich. And I said to her, so what is it you're afraid of? Und dann habe ich zu ihr gesagt, was ist es, wovor du Angst hast? Blah, 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 blah. And she let go a whole lot of stuff. Und dann hat sie losgelegt, hat angefangen zu heulen und hat alles Mögliche losgelassen. Her elbows weren't quite so sore, but she stopped sleeping tucked up. Ja, also ihre Ellbogen haben immer noch wehgetan, aber dann hat sie eben aufgehört, so zu schlafen. And the thing behind it was a perfect physical reason, but behind that was a non-physical. Hmm. Ja? Und das, was mir an dem Beispiel so gut gefallen hat, ist, es war ein absolut physischer Grund dafür, dass ihre Ellbogen wehgetan haben, aber dahinter war eben eine nicht physische Geschichte. And that's like so often or always, right? Yeah. Das ist doch eigentlich oft oder immer so. You know, depending on what's going on with the body, you just ask, what is it unwilling to let go of? What is it you're not willing to step into or step out of? Or to see, ja? Yeah, or to see. So, bei all diesen Geschichten, die auftreten, fragt, was ist es, was ihr nicht gewillt seid loszulassen? Was ist es, wo ihr nicht gewillt seid hineinzugehen? Was ist es, wo ihr nicht gewillt seid herauszugehen? Was ist es, was ihr nicht gewillt seid zu sehen? And there's a question, or many questions now, and one person says, can it be that my body would like to tell me something when there's an ever-recurring pain? Yeah. I'm sorry, yeah. Also auf Deutsch nochmal, jemand sagt, kann es sein, dass mir mein Körper mit einem immer wieder auftretenden Schmerz was sagen will? You know, the ladies, or even men, they get the ever-occurring lower back pain. Was ganz typisch ist für Frauen, aber auch für Männer, ist ein Schmerz, der immer wieder kommt im unteren Rücken. It's in the sacrum, you mean? Yeah, in the sacrum. Im Sacrum. Then the first thing I always ask is, so what are you making yourself wrong for? Und dann das Erste, was ich immer frage, ist, wofür machst du dich verkehrt? You know, with women and men, when we make ourselves wrong, the first thing we do is contract around our pelvis. Ja, und immer wenn man sich verkehrt macht, das gilt besonders für Frauen, aber auch für Männer, wenn wir uns verkehrt machen, ziehen wir uns zusammen, wir kontrahieren. Und immer am Anfang beginnt das mit dem unteren Rücken. Um den Beckenbereich ziehen wir uns zusammen. It begins to solidify. It creates tension and pain while we walk. Ja, dann wird alles solide und fest und kreiert Spannung und Schmerz, wenn wir gehen. And as you stop creating that wrongness in your body for being a female or a male or blah, 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 Und dann müsst ihr einfach diese Verkehrtheit in eurem Körper und Köpfen, die ihr habt, dass irgendwas daran verkehrt ist, weiblich zu sein oder dass ihr euch verkehrt dafür macht, eine Frau zu sein oder eben ein Mann, das loslassen. the tension goes away. Und dann, wenn ihr das tut, geht die Spannung weg. If it's above the sacrum into the lower back, where are you feeling unsupported?
Wenn es über dem Sacrum ist, noch immer im unteren Rücken, könnt ihr fragen, wo habt ihr keine Unterstützung? Wo habt ihr das Gefühl, dass ihr Unterstützung braucht und keine bekommt? Now, these are very real injuries. Very real? Injuries, pain. Ja, das sind wirklich schwere Verletzungen oder Schmerzen. But by our thoughts, we create a weakness in those areas. Aber durch unsere Gedanken kreieren wir Schwäche in diesen Bereichen. So you see, there's a very real presence of an injury, but behind that is this energetic thing that our body's struggling to express to us. Ja, also da ist ein wirklich physisches Ding, was da im Körper abläuft, ja, wirklich ernsthaft, physisch. Aber dahinter ist energetisch das, was es kreiert. And it's the willingness to ask, what is that, without a point of view, without a judgment. Ja, und es ist die Gewilltheit zu fragen, ohne Ansicht, ohne Bewertung. And Claudia says, she's realizing that she's totally in resistance to illness and aging. Und Claudia sagt, ihr ist bewusst geworden, dass sie im Widerstand ist gegen Krankheit, Altern und so weiter. That's the resistance. Yeah. So when you resist something, what do we create? So, wenn wir Widerstand gegen etwas haben, was kreieren wir damit? You know, if you've got pain somewhere in the body and you go into resistance of it, what does the mind do? So, wenn ihr Schmerz in eurem Körper habt und ihr geht in Widerstand dazu, was macht dann euer Kopf? It focuses on it. Er fokussiert sich auf das It magnifies it. und vergrößert es. It makes it more. Er kreiert mehr davon. But if you were to just let it go, even pain can disappear. Aber wenn ihr gewillt seid, loszulassen, kann sogar Schmerz verschwinden. You know, when I fell over and hurt my shoulder and blah, 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 we came back from New Zealand and Gabi's got the broken wrists. We've come back from Salzburg. And we decided, okay, we'll get me checked out at the hospital, get it x-rayed. Ja, also ich hatte mir ja die Rippe verletzt, die Schulter verletzt und dann hat Gabi sich den Arm gebrochen und dann, als ich zum Röntgen musste, haben wir gesagt, wir lassen den Greg auch gleich mal röntgen, wenn wir schon da rumhängen, einfach mal um zu checken, was da passiert war. And, you know, up until that point, the discomfort had just been annoying. Und bis zu diesem Punkt war der Discomfort, dieses ungemütliche Gefühl, also es war richtig aua, war ziemlich ärgerlich. But going to see the doctor to talk to them about what I did brought my mind's focus back onto my body and the discomfort. Ja, aber in dem Moment, wo ich dann tatsächlich beim Arzt, beim Röntgen war und ich mich darauf fokussiert habe, auf meinen Schmerz sozusagen, auf das, was da passiert ist es noch schlimmer geworden. Suddenly, the pain feels like it's 100 times stronger and I can't get out of my own way. I'm getting cranky with my own body. Ja, und plötzlich hat dieser Schmerz sich angefühlt, als würde er noch 100-mal schlimmer geworden sein. Und ich konnte mir selbst nicht aus dem Weg gehen, sozusagen. Ich war sauer auf meinen Körper. But when I don't focus on it anymore, it's only there every now and then. Aber wenn ich mich darauf nicht fokussiere, dann fällt es mir nur ab und zu auf, dass da was ist. Reminds me, lift your shoulder. Es erinnert mich daran, Schulter zu heben. Ja. Ja. Ja, cool. Darf ich was erzählen noch? Ja. Ich arbeite ja mit Jugendlichen zusammen und seit 3 Wochen sind bei uns alle Jugendlichen krank. Und ich habe die Jugendlichen sagen dann, oh, Frau Dunke, Sie müssen mit Mundschutz kommen, wir stecken Sie an. Und da habe ich gesagt, nein, ich brauche das nicht und ich bekomme das auch nicht. Und das ging jetzt 3 Wochen lang gut. Jetzt fahre ich nächste Woche in Urlaub und schwupp kam jetzt der Gedanke auf einmal, hoffentlich werde ich jetzt nicht noch krank. Ja, so lass mich kurz übersetzen. Ja. So I work with teenagers and in the last weeks all the teenagers got the flu. Everyone was sick.
So they suggested to us, the team, that we should wear these masks so that we that we don't catch that. And I said all the time, no, I don't need that. I don't need that at all. It's nice. And then in 1 week, I go on a vacation. And suddenly I realized that I was thinking, oh my God, I hope I don't get it before my vacation. Und am nächsten Morgen stehe ich auf, meine Nase läuft, ich Yeah. habe so einen Kopf Yeah. und ich habe gedacht, hallo? And exactly the next morning, when after she saw that, she woke up, such a head, running nose, all symptoms. Genau. Ja. Und das passte so eben, ne? Und dann habe ich gesagt, hey Körper, was ist jetzt los? Wir brauchen das nicht und lass es einfach los. Und dann bin ich also wirklich so in die Frage gegangen und dann habe ich es einen Tag später, merkte ich, wie einfach nur die Nase lief und dann war es gut. Aber wie schnell sowas dann passieren kann auch. Yeah. And then I went into the question, used tools, and was like grateful again, and changed. But it was good for me to see how quickly that goes. Yeah, absolute. And you know, it's even amazing how quickly it goes when you be that. Und es ist so erstaunlich, wie schnell es wieder weggeht, wenn du dieser Raum bist. Ja. So I would like to just go back for a minute to that space of the alchemy. Yeah, I was going to say the same thing. Ah, really? Yeah. We share a mind. Ja, also wir wollten noch mal kurz über die Alchemie reden. Ja. So, with the alchemy, the energy of the alchemy, it's like it's just a space and a way of being. So, die Energie der Alchemie ist ein Raum und eine Art des Seins. And it's not only for when you're touching other bodies. Und das hast du nicht nur, wenn du andere Körper berührst. It's a space you can be with your own body Es ist der Raum, der du mit deinem eigenen Körper sein kannst, to just create more and to be more with your own body. um mehr zu kreieren und mehr zu sein mit deinem eigenen Körper. It's having that level of intimacy with your own body to where you're no longer telling your body what it wants. Ja, es ist dieser Raum der Intimität, den du mit deinem eigenen Körper hast. Aus diesem Raum heraus sagst du deinem Körper nicht länger, was du willst, And you're able to listen and actually perceive what it requires. sondern ihr seid dann tatsächlich in der Lage zuzuhören und wahrzunehmen, was für den Körper erforderlich ist. Ja, Now, as you feel that, feel the bodies. spürt jetzt mal eure Körper. Can you feel that little space opening up where it's like this, it's almost like a question. So könnt ihr diesen kleinen Raum spüren, der sich da öffnet. Der fühlt sich fast an wie eine Frage. No? Ja. It must be just me, I'm going crazy. Ach, dann muss ich mir das einbilden. Ich werde wahrscheinlich verrückt. But it's that space that when you can be that space with your body, and then you can say to body, what do we need to be? What is it that you require? Ja, aber in diesem Raum seid ihr wirklich in der Lage zu sagen, Körper, so was müssen wir jetzt sein? Was ist jetzt erforderlich, um gesund zu werden? What can I change? Was kann ich verändern? What can I let go to have more joy? Was kann ich loslassen, um mehr Freude zu haben? And What- oftentimes it also helps to ask, what have I been asking for that shows up in a different way, as expected? Und oft hilft es wirklich sehr zu fragen, wonach habe ich gefragt, dass sich auf eine völlig andere Art und Weise zeigt. Ja. And the other one you can ask, and ask your body, because it'll show you very clearly what belief is that I have locked inside me that prevents me from having everything I'm asking for. Ja. Und ihr könnt noch eine Frage stellen, die sehr viel hilft. Welchen Glaubenssatz habe ich in mir eingeschlossen, der mich davon abhält, alles zu haben, wonach ich frage? What is it that stops me? Was ist es, was mich aufhält? And you can guarantee that at some point in your life,
you have decided that you're unworthy of something, or you can't have something, or you don't want to be seen because of something. Ja, und ich kann euch garantieren, irgendwann mal in eurem Leben habt ihr beschlossen, dass ihr etwas nicht haben könnt, weil ihr es nicht wert seid oder weil ihr nicht gut genug dafür seid oder weil ihr nicht gesehen werden wollt und euch nicht zeigen wollt. Yeah. And somebody, Gabriele Liesenfeld, is asking, she broke her arm 2 weeks ago, and the doctors say the healing would take like 1 year, and blah, 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 and she could have all kinds of limitations after that. So the question is, how can I open my body for the energy of healing and becoming whole again? Auf Deutsch, so vor 2 Wochen, schreibt Gabriele, brach ich mir bei einem Sturz den Oberarm, unterhalb der Kugel geköpft, hier OP-Krankenhaus, und heute meinte der Orthopäde, die Heilung würde circa 1 Jahr dauern und die Möglichkeit einer Verkümmerung der Gelenkkugel. Wie öffne ich meinen Körper für die Energie der Heilung und Ganzwerdung? Danke. Gabriele, was it? Gabriele Liesenfeld, yes. Can't see. I can see your bookshelf. Nice books. Kann man im Bücherregal sehen. Yeah. So how can I open my body to the energy of healing and being whole again? That's the question. It starts with choosing it. Es beginnt damit, es zu wählen. It starts with choosing it. Okay. You have to choose to be open. You have to choose to be willing to be whole. Ja, ihr müsst wählen, offen zu sein. Ihr müsst wählen, ganz zu sein. And the body, is the body not open to the body is totally open. Ja, so das ist nämlich auch der Punkt, ja. Der Körper ist sowieso total offen für die Energie der Heilung. What's not open is your mind, right? Yeah. Was nicht offen ist, ist dein Verstand. Yeah. What thoughts created the injury in the first place? So frag dich, welche Gedanken haben die Verletzung kreiert? Oder was hast du gedacht in dem Moment, als du gestürzt bist oder was? Or what have you been thinking when you were falling or whatever happened? Yeah. What was going on in your universe? Was war gerade in deinem Universum los? Yeah. And I can relate to that with my, cast. Und ich kann das total nachvollziehen. Ich habe mir ja auch den Arm gebrochen und 2 Minuten danach, als ich wieder quasi klar denken konnte, habe ich gewusst, wonach ich gefragt hatte, dass es sich so gezeigt hat, war dankbar dafür und habe mich gefragt, wow, was wird das jetzt kreieren? Because 2 minutes later or whenever I could think clearly again, I told you what I have been asking for. I was like crying because of that, because of the arm, but grateful for, oh wow, what will that create now? I was so sure that it will create. Ja? Also ich war da so sicher, dass das kreieren würde. Es war halt ein bisschen doof, dass das mit einem gebrochenen Arm sein musste. I mean, it was kind of silly that I had to break my arm for that. But anyway, sometimes we're being silly, aber macht ja nichts. Manchmal können wir auch doof sein. Well, it's sort of over the top and severe. Yeah. Ja, es war ein bisschen übertrieben, was ich da veranstaltet habe. Ja. But it really comes back to that. It comes back to acknowledging your thoughts that you've made, even the choices and decisions and conclusions that you made as children. Ja, und es kommt wirklich darauf zurück. Es kommt darauf zurück, dass ihr anerkennen könnt, was eure Wahlen sind, wonach ihr gefragt habt. Egal, ob das jetzt aktuell war oder vielleicht schon als ihr Kinder wart. And I think the main thing is to not go into any conclusion. Always ask what's right about it. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach nicht in irgendeine Schlussfolgerung zu gehen, sondern immer zu fragen, was ist richtig daran? And when you do the alchemy work, or when we do the alchemy work, really approaching bodies with that, so amazing how they let go. Und wenn wir wirklich also aus diesem Raum der Alchemie behandeln, egal ob das nun Greg ist oder die anderen Leute im Kurs, wenn wir wirklich aus diesem Raum kommen, ist es einfach super, super erstaunlich, wie schnell und wie viel die Körper loslassen.
And you know, when you've got 20 other people in the room, all in that same space for the class, it's so exponential. Ja, und wenn ihr 20 Leute oder so im Raum habt, die genau der gleiche Raum sind, den gleichen Raum kreieren, das potenziert sich dann noch. Yeah. So, and somebody asked, well, if I had chosen something when I was a child and I'm not conscious about it anymore, Mhm. do I have to go back to dissolve it, or is it just enough to make a different choice? Und Astrid fragt, wenn ich als Kind gewählt habe und mir dessen nicht mehr bewusst bin, muss ich dann zurückgehen, um zu lösen, oder genügt eine neue Wahl heute? For me, it would be enough to just acknowledge you made a choice Für and mich, that you can choose again. für mich wäre es genug anzuerkennen, dass du eine Wahl getroffen hast und dann jetzt was Neues wählen kannst. And what I found oftentimes, our mind needs the reason and justification. Und was ich auch finde, ist, dass unser Verstand irgendwo die Begründung und die Rechtfertigung braucht. Drum ist es irgendwo cool zu fragen, so, was war das damals? That's why it's really cool sometimes to ask, what was that? Yeah. And then get an awareness of it. Und dann wirklich ein Gewahrsein dessen zu kriegen. No, we have a lot of, can use an example like a lot of ladies that have been abused. Ja, lasst uns ein Beispiel bringen. Also so von vielen der Frauen, die in den Kursen sind, die missbraucht worden sind. And they make the declaration in their minds that that's never going to happen again. Nobody's ever going to look at them like that again. Ja, und in ihrem Kopf treffen sie diese Entscheidung, das wird nie wieder passieren. Ich werde dafür sorgen, dass mich ein Mann nie wieder so anschaut. Nobody's ever going to desire my body. Niemand wird meinen Körper jemals mehr begehren. I'm being extreme here, okay? It's, Ich bin jetzt hier extrem und übertreibe, ja? But what happens then is everybody goes, okay, cool. So I have to make it so that nobody wants to look at me and desire me. Ja. Also der Körper hört, ich muss jetzt irgendwas tun, dass mich die Männer nicht mehr anschauen und mich nicht mehr begehren. And we build layers and layers and layers around ourselves and hide ourselves away. Und um diesen Gedanken herum bauen wir sozusagen Schichten und Schichten und Schichten auf, sodass das keiner mehr sehen kann. And then we complain because we can't lose weight. Ja, und dann beschweren wir uns darüber, dass wir nicht abnehmen können. Because behind all of the desire to lose weight is still the decision to never look sexy. Ja, denn hinter all dieser Sehnsucht, Gewicht zu verlieren, ist immer noch diese Wahl, die wir getroffen haben, nicht mehr sexy auszusehen. To never get anybody's attention. Niemals mehr die Aufmerksamkeit von irgendjemandem zu erregen. Mhm. You know, even in the class on the weekend, we had a lady there was talking about, oh no, I couldn't be sexy. She turned that off, but she couldn't remember why or how. Ja, und in dem Kurs am letzten Wochenende hatten wir auch eine Frau, die ihre Sexualität total ausgeschaltet hat. Also sie konnte sich nicht mehr erinnern, weshalb sie das getan hatte. Warum? And I said, so when did it start? She said, oh, not long after I got married. Ja, und dann habe ich sie gefragt, wann diese Gewichtszunahme denn begonnen hat. Und sie hat gesagt, auch kurz nachdem ich verheiratet war. So I said to her, so how many of your husband's friends started to flirt with you? Dann habe ich sie gefragt, na, wie viele von den Freunden deines Ehemanns haben mit dir geflirtet? Oh. She said many. And so to stop that, she had to make us, in her mind, make herself look unsexy. Und dann, um das zu stoppen, damit sie ihren Mann nicht verliert, damit der nicht bla bla bla, hat sie sozusagen in ihrem Kopf beschlossen, dass sie nicht mehr sexy aussehen darf, damit das nicht mehr passiert. So, these decisions are often very unconscious. Diese Entscheidungen sind meistens absolut unbewusst. And not in the way that we think that they happen. Und die passieren nicht auf die Art und Weise, von der wir glauben, dass sie passieren. But it's just willing to acknowledge that we've made a choice somewhere that's preventing us from. Aber es ist einfach gewillt zu sein, anzuerkennen, dass wir irgendwo eine Wahl getroffen haben, die uns von dem, was wir jetzt wollen, abhält.
We made a choice to never show up, Ja. never be seen. Wir haben die Wahl getroffen, uns niemals zu zeigen, niemals gesehen zu werden. That one choice stops you having money, Diese eine Wahl hält dich davon ab, Geld zu haben, can stop you being successful in a business, kann dich davon abhalten, erfolgreich im Business zu sein and can even stop you having a relationship because nobody sees you. und kann dich davon abhalten, eine Beziehung zu haben, weil dich ja keiner sieht. And can create overweight because you don't want to be looked at. Und Ja. das kann Übergewicht kreieren, weil du nicht willst, dass man dich anschaut. We're having a Zoom Friday about that. Am Freitag haben wir einen Zoom aus den Schatten treten. Da geht es genau um diese beiden Dinge. Are you? Cool. Oui. Oh, okay. Oops. So that's an interesting question too. Somebody asked. So my daughter has an allergy on grass, and how can I find out which thought is causing the allergy? Da schreibt jemand, meine Tochter hat eine Gräserallergie. Wie komme ich dahinter, welcher Gedanke die Allergie kreiert? So what if it's not a thought? What if it's just an awareness? So was, wenn das kein Gedanke wäre, sondern was, wenn diese Allergie einfach ein Gewahrsein wäre? Because it's not that easy. It's not always that thought. No. Sometimes it's just awarenesses that we don't want to have. Ja, Ja. also es ist nicht so einfach. Es ist nicht immer der Gedanke, den man finden muss. Manchmal ist es einfach ein Gewahrsein, das wir nicht haben wollen. Because it's so intense. Ja, wir wollen das Gewahrsein nicht haben, weil es so intensiv ist. And everywhere that you shy away from intensity and hide from intensity because it's always led to uncomfortable and discomfort in your past. Und überall, wo ihr zurückscheut vor Intensität, weil Intensität in eurer Vergangenheit und Kindheit immer einhergegangen ist mit Gewalt, Can you now destroy and uncreate all that? könnt ihr das bitte alles jetzt zerstören und kreieren. Because what if intensity can actually be something that's actually incredibly pleasurable? Denn was, wenn Intensität tatsächlich etwas unglaublich Vergnügliches sein könnte? The intensity of a sunrise, the intensity of a sunset. Die Intensität eines Sonnenauf- oder Untergangs. Looking into a baby's eyes can be very intense. In die Augen eines neugeborenen Babys zu schauen, kann sehr intensiv sein. Seeing somebody like Miss Daniela over there smiling can be quite intense. Jemanden wie Daniela da zu sehen, die gerade so schön lächelt, kann sehr intensiv sein. Thank you. Yeah. Sogar noch mehr, schön. Ja. So it's all that. It's that we hide from it all. We make ourselves wrong for feeling the intensity of the joy of that, the gratitude of that. Ja, so, dass all das, ja, wir verstecken uns vor all dem. Wir machen uns verkehrt, dass wir vielleicht genießen könnten, was intensiv ist. With the daughter, is the allergy there only at certain times of the year? So, you mean only a certain some? Yeah, is it? Is it only in like spring or autumn or is it all year? No, it's about grass. So grass is only in. Oh ja, okay. Ja, genau. Die Allergie, ist die immer nur im Frühling oder ist sie auch im Sommer? Im Winter nicht wahrscheinlich. Ja. I had a friend who came to visit me once, and well, me and my partner, and she arrived and was in the summer, and the grasses were all dry, and there's lots of dust and pollen and crap in the air, and her eyes were all puffed up and swollen. Her nose was running, and she was coughing. Mich hat mal eine Bekannte besucht und es war am Ende des Sommers, überall war Pollen in der Luft und Staub und sie hat gehustet und die Nase ist gelaufen und ihre Augen waren geschwollen. And she said, "Oh, I don't know if I can stay. I'm going to go home because there's just too much stuff here that's making me close up." Und sie sagte, ich muss nach Hause gehen, hier ist viel Zeug, worauf ich allergisch reagiere. And I said to her, "Does your body need some salt?" Und ich habe zu ihr gesagt, braucht dein Körper Salz? And I gave her a saucer with some salt. I said, "Just put pinches of it in your mouth under your tongue."
Und ich habe gesagt, nimm einfach ein paar Prisen unter die Zunge. And within an hour, her eyes looked normal, her nose had stopped running, and she stopped coughing. Und nach einer Stunde war alles gut, keinerlei Symptome mehr. And that's the funny thing, right? Sometimes it's so physical. Yeah. The body is physical and the body can receive physical help. Ja? Yep. Das ist für mich immer das Verrückte. Es ist so physisch oft. Der Körper ist ja physisch und manchmal braucht der Körper psychisch und physisch eine Unterstützung. Ganz einfach wie Salz zum Beispiel. Amazing. Just, you know, we always think, oh my God, there's got to be something esoteric here that I've got to look at. Ja. Und oft denken wir, oh, das muss jetzt irgendwas ganz Spirituelles sein oder irgendwas Verborgenes, Emotionales, was dahinter steckt. And just sometimes the body is saying, I need some salt, or I need some water, or I need some food. Manchmal sagt der Körper ganz einfach, hey, ich brauche was Salz, ich brauche Wasser oder ich brauche was zu essen. Wake up. Ja, wach auf. And we're almost at the end because I have another Zoom. But there's a couple of questions about when the body is healing other bodies, what to do. Wir sind gleich am Schluss, weil ich habe gleich noch einen anderen Zoom. Aber es gab eine ganze Reihe von Fragen. Da geht es darum, was ist, wenn mein Körper andere Körper heilt? So what to do when my body is healing other bodies? Okay. Question for you. Is your body healing the other body, or is it just totally aware of the symptoms and the issue and pulling, and you're now locking that into your body? Ja, so Frage, heilt dein Körper tatsächlich andere Körper oder ist sich dein Körper einfach nur all der Symptome und all des Zeugs gewahr, das im anderen Körper vor sich geht und ihr schließt es in eure Körper ein? Yeah, that. So everywhere that you're aware of other people's bodies and then locking their symptoms into your body rather than changing the channel, So überall, wo ihr euch der Symptome anderer absolut gewahr seid und sie dann in eure Körper einschließt, statt einfach den Sender zu wechseln, destroy and uncreate all that shit. wollt ihr den Scheiß zerstören und umqueren. There are 67 people on this call. My body's aware of every one of you. Es sind jetzt im Augenblick 67 Leute auf diesem Zoom und mein Körper ist sich all eurer Körper und eurer gewahr. Can you imagine what that would do to my body if I said, oh my God, I'm healing you all? Könnt ihr euch vorstellen, was das mit meinem Körper machen würde, wenn ich jetzt zu mir selbst sagen würde, oh mein Gott, ich muss euch alle heilen. I couldn't walk into a room with any more people than just me in it. Ich könnte kein Zimmer mehr betreten, in dem eine Person außer mir noch ist. So it's about willingness to acknowledge your body's aware of it and not then locking those symptoms into your body. Also es geht wirklich darum, dass ihr euch gewahr seid und anerkennt, dass euer Körper ebenso verdammt gewahr ist, so viel Gewahrsein hat und das Zeug, dessen ihr euch gewahr seid, eben nicht in eure Körper einschließt. And then going, cool, body, thank you for the awareness. Now, shall we create space so that that body can let go Ja. and heal itself? And that's the alchemy again, ja? That's the alchemy. Ja, und dann einfach zu sagen, cool Körper, danke für das Gewahrsein und dann beginnt ihr Raum zu kreieren, in dem der Körper der anderen Person heilen kann, dazu eingeladen wird zu heilen. And when you create that space, what's the body? It celebrates. Ja, und dann, wenn ihr diesen Raum kreiert, guckt auf den Körper, der feiert. Der Körper der anderen Person und eure. The body of the other person and yours. Yeah, absolute. I mean, we had, how many people in the class on the weekend, Blanca, Gabi? Wie viele Leute waren am Kurs am Wochenende? Well, the first day 24, we were 24. Yeah. Okay, so there are 24 people. By the end of the day, every one of those bodies was joyful. Ja, am Ende des Tages war der Körper von allen 24 Leuten, die in diesem Kurs waren, voller Freude. Der Körper, the body. Yeah, the body. The mind might not have been, but the body was. Vielleicht war nicht jeder Verstand so absolut happy, ja, aber der Körper war es. And that's when things start to change. That's when things start to get created. And all you're doing is being space.
Ja, und das so funktioniert, wenn die Dinge kreiert werden, wodurch auch immer, und ihr seid einfach der Raum. Cool. Thank you, Greg. Thank you. So, You're welcome. the next Alchemy class is the coming weekend in Totzenbach in der Villa. Der nächste Alchemie-Kurs ist nächstes Wochenende in der Villa Totzenbach. Einige von euch sehen wir da. Und die nächsten sind, keine Ahnung, findet ihr auf unseren Homepages. Und ja, war cool. Also ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn da wirklich Dinge sind, die noch stecken, es gibt immer die Möglichkeit von Online-Sessions mit Greg oder mir. Oder wenn es wirklich nur eine kurze Frage ist, bin ich auch gern gewillt, dass ihr mir schreibt, dass ich die beantworte. Also, lasst euch nicht von dieser Realität vermiesen, mit euren Körpern zu sein, sondern genießt sie und bleibt in der Frage, was die euch sagen wollen. So, don't let this reality make you feel uncomfortable and unhappy with your bodies. Instead, enjoy your bodies and have fun and be the question what they require. Okay, thank you so much, everyone. Danke, danke an alle. Bye-bye. Bye. Danke. Dankeschön. Ja, bitteschön.